Heute gibt es endlich das Tutorial zu diesen Lockenwellen. Und wenn ihr daran Interesse habt, wie ich das mache, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Bevor ihr irgendwie anfangt mit Hitze zu arbeiten bei euren Haaren, würde ich euch auf jeden Fall immer empfehlen, einen Hitzeschutz zu benutzen. Ich habe jetzt zum Beispiel für die Locken aus dem DM von L'Oreal dieses Hot and Curl Spray und das sprühe ich mir einfach vorher in die feuchten Haare, föhne sie dann und fange dann an mit einem Lockenstab zu arbeiten. Und damit das Ergebnis sauberer ist, natürlich einmal ordentlich gut durchkämmen. Und danach teile ich mir die Haare immer in kleinere Passés ab, sodass man keine Strähne irgendwie aus Versehen glatt lässt und damit wirklich alle Haare schön ordentlich gelockt sind. Ich persönlich benutze momentan diesen Lockenstab hier. Wie ihr seht, hat der nicht dieses Clip-Teil, was manche Lockenstäbe haben. Und das ist auch gut so, weil das gibt ganz andere Locken. Zeige ich euch aber gleich. Dazu bekommt ihr so einen Handschuh, also dieser Lockenstab hier ist jetzt von Bellamy her, den bekommt ihr aber auch überall im Saturn, also jetzt nicht unbedingt von dieser Marke, aber überall bekommt ihr diese Lockenstäbe, wo halt kein Clip ist. Einfach mal in Saturn gehen, Friseurfachladen und so weiter. Wichtig ist halt einfach nur der Durchmesser. Es gibt auch welche mit einem kleineren Durchmesser, mit einem größeren Durchmesser. Je nachdem werden die Locken natürlich entweder leichter oder stärker. Ich habe jetzt hier so ein Mittelding und zwar ist das so ein Durchmesser von ungefähr 2,5 cm ungefähr. Dann zieht ihr euch den Handschuh an. Ohne Handschuh ist es eine Katastrophe. Ihr werdet euch zu 100% verbrennen. Und dann fange ich einfach an, mir die erste Strähne zu nehmen. Nehmt nicht zu eine dicke Strähne, aber auch nicht zu dünn, dass ihr wirklich eine gleichmäßige, schöne Locke habt. So, dann setze ich das hier an und ihr dreht es immer nach außen. Also wirklich immer vom Gesicht weg, weil wenn es ins Gesicht fällt, gibt es halt nicht mehr dieses schöne Löwenmähen-mäßige. Also einmal hier ansetzen und hier drum wickeln. Ich zeige euch das einmal richtig von nahem. Und zwar nehmt ihr die Strähne und haltet sie fest und wickelt sie drum. Und so zwirbelt ihr die Strähne schon ineinander. Und nicht, so wie das dann bei dem normalen Lockenstab üblich ist, nicht flach ums Glätteisen, sage ich schon, um den Lockenstab rumwickeln, weil dann kommen ganz, ganz andere Locken raus. Und dieses Lockenergebnis wollen wir hier jetzt gar nicht erzielen. Und es ist vor allem auch viel, viel einfacher, das einfach so drum zu wickeln, ohne es flach an den Lockenstab zu legen. So, und denkt dran, vor allem hier vorne die Strähnen vom Gesicht wegzuwickeln. Also so rum. Nicht anfangen und so rumwickeln, denn dann geht die Locke, wie ich eben schon gesagt habe, nach vorne und ihr habt nicht mehr dieses schöne voluminöse. Wenn ihr alle Locken fertig habt, dann schaut ihr als erstes mal mit einem Handspiegel hinten in einen Spiegel und schaut erstmal, ob ihr wirklich alle Haare gelockt habt, weil sonst könnte es echt peinlich werden, wenn da hinten noch so eine lange, gerade Strähne raushängt. Deshalb immer checken auf jeden Fall, bevor ihr rausgeht. So, jetzt denkt ihr euch natürlich, ja Isabel, also mit so Locken habe ich dich eigentlich noch nie gesehen.
Das ist natürlich Geschmackssache. Also ich persönlich finde solche Locken ganz furchtbar. Ich finde, das sieht schrecklich unprofessionell aus, in Anführungszeichen. Und die meisten von euch fragen sich, boah Isabel, wie kriegst du denn diese Wellen hin? Föhnst du die oder machst du das mit Lockenwicklern? Wie geht das? Und ich habe mich das früher auch immer gefragt, wenn ich das in Zeitungen gesehen habe oder so. Dachte ich immer, boah, das sieht so schön aus, ich will keine Locken haben, ich will einfach nur große Wellen und mega viel Volumen. Das ist kein Hexenwerk. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine Bürste. Und zwar bürstet ihr euch danach eure Haare einfach durch. Yeah! Also, ne, Unterschied ist klar erkennbar. Ich finde das viel, viel schöner. Ich finde, man hat auch viel mehr noch diesen Glanz da drin und halt dieses Volumen, was halt hier eher runterhängt und auf der anderen Seite ist es so. Deshalb bürstet ihr eure Haare einfach durch. Und mein Trick für absolutes Volumen ist auf jeden Fall dieses Spray hier von L'Oreal. Das ist dieses Fix and Style Fixierlack. Das ist ohne Gas, also wirklich nur so mit einer Pumpdüse. Und das ist irgendwie so ein Wundermittel. Kostet auch nur ein paar Euro bei DM, also ist echt Hammer. Und ich zeige euch das jetzt mal von der einen Seite zur anderen Seite, ja? Also ihr sprüht das einfach so in eure Haare und wuschelt das so ein bisschen ein. Und damit könnt ihr auch zum Beispiel auch einzelne Locken so ein bisschen zurechtlegen. Zum Beispiel die hier will ich ja, dass die so schön, was übrigens auch der Grund ist, ihr seht das jetzt hier, ich habe die hier nach außen gedreht. Deshalb fallen die hier so rüber, sonst wären die hier so irgendwo vorne. Und ich halte mir die jetzt so hier hin, sprühe die fest und dann bleibt die auch da, wo sie hingehört. Auch so ein bisschen hier vorne an den Ansatz. Ich schiebe mir den immer so ein bisschen hoch, dass ich hier vorne so eine richtig gute Welle habe. So, und das ist jetzt die eine Seite mit dem schönen Spray und die andere Seite ohne. Und das, finde ich, ist schon ein kleiner Unterschied. Es ist halt einfach mehr ein bisschen aufgebauscht und einfach ein bisschen voluminöser. So, und das ist meine Lockenroutine, beziehungsweise große Wellen-Volumen-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sollte es euch gefallen haben, könnt ihr gerne diesen Hashtag hier verwenden und eure Bilder, die ihr dazu macht, falls ihr sie macht, könnt ihr diesen Hashtag verwenden und dann sehe ich diese Bilder auch, weil oft markiert ihr mich nicht drauf oder irgendwie schreibt gar nichts dazu und dann sehe ich die Bilder nur irgendwie durch Zufall und das finde ich immer ein bisschen blöd, weil ich möchte voll gerne sehen, was ihr denn so nachmacht von mir. Ansonsten, ja, wie immer einen wunderschönen Tag für euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ach ja, und vergesst den Daumen hoch nicht, ne?